Hallo liebe Freunde, vielen Dank für das Einschalten. In diesem Video möchte ich euch von einigen Ereignissen berichten, die sich in Russland in den vergangenen Wochen ereignet haben. Das wird eine neue Rubrik sein. Ab heute werde ich jede Woche erzählen, was in Russland in den letzten Tagen passiert ist. Vielleicht findet ihr diese Informationen interessant, um euch ein besseres Bild davon zu machen, was im Land passiert. Ich weiß, dass es in Deutschland nur sehr wenige objektive Nachrichten über Russland und aus Russland gibt. Deshalb habe ich beschlossen, diese Rubrik zu starten, damit ihr Russland ein wenig besser kennenlernen könnt, bevor ihr das Land als Touristen oder als zukünftige Auswanderer besucht. Bitte schaut euch dieses Video bis zum Ende an. Verhandlungen über die Ukraine. Der Sondergesandte des amerikanischen Präsidenten Mr. Uitkov traf am Morgen des 25. April in Moskau ein. Die Gespräche im Kreml dauerten etwa 3 Stunden. Es war bereits sein 4. Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. An dem Gespräch nahmen auch Putins Berater Juri Uschakow und der Sonderbeauftragte für Investitions- und Wirtschaftskooperation Kirill Dmitriev teil. Mit Dmitriev hatte Uitkov zuvor ein separates Treffen abgehalten. Zuvor hatten Uitkov und Putin bereits am 11. Februar und 13. März in Moskau sowie am 11. April in St. Petersburg Gespräche geführt. Nach dem letzten Treffen bestätigte Kreml-Sprecher Peskov, dass Putin und Uitkov über Aspekte einer Lösung des Ukraine-Konflikts gesprochen hatten, wies jedoch darauf hin, dass das Thema äußerst komplex sei und man sich nicht sofort mit Ereignissen rechnen sollte. Ermordung eines Generals in Moskau. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB nahm einen Agenten des ukrainischen Geheimdienstes, Ignat Kuzin, fest. Er hatte ein Fahrzeug, Volkswagen Golf, mit einer Bombe präpariert, das durch eine Explosion zerstört wurde, bei der Generalleutnant Jaroslav Moskalek ums Leben kam. Kuzin besitzt eine Aufenthaltsgenehmigung für die Ukraine. Er kaufte das Fahrzeug, installierte darin eine selbstgebaute Sprengvorrichtung und erhielt die benötigten Komponenten über ein Versteck von ukrainischen Geheimdiensten. Die Explosion des Fahrzeugs ereignete sich am Morgen des 25. April. Zunächst hieß es, es handle sich um einen Unfall mit einer Gasflasche und das Opfer sei ein zufälliger Passant. Später wurde jedoch bekannt, dass es sich um einen gezielten Anschlag mit einer selbstgebauten Bombe handelte. Bei dem Opfer handelte es sich um einen hochrangigen Offizier des russischen Generalstabs, Generalleutnant Jaroslav Moskalek. Leitzins der Zentralbank Russlands. Trotz der rückläufigen Inflation und der Stärkung des Rubels hat die russische Zentralbank beschlossen, die Geldpolitik nicht zu lockern und den Leitzins bei 21% zu belassen. Allerdings verzichtete sie darauf, weiterhin auf eine mögliche Zinserhöhung hinzuweisen. Der Verwaltungsrat der Bank von Russland entschied am 25. April, den Leitzins auf dem Rekordniveau von 21% jährlich beizubehalten. Damit bleibt der Zinssatz bereits die 4. Sitzung in Folge unverändert. Noch im März hatte die Zentralbank erklärt, sie würde eine weitere Straffung der Geldpolitik in Betracht ziehen, falls die Inflation nicht schnell genug zurückginge. Jetzt wurde dieser Hinweis aus der Mitteilung entfernt. Jedoch wurde betont, dass die Notenbank die Geldpolitik so restriktiv halten werde, wie es nötig sei, um die Inflation bis 2026 auf das Zielniveau zurückzuführen. Im ersten Quartal 2025 hat sich die offizielle Inflation im Vergleich zum Ende des Jahres 2024 verlangsamt, bleibt jedoch deutlich über dem Zielwert von 4%. Am 21. April lag die Inflation bei 10,3%. Parkplätze für E-Scooter. Das russische Verkehrsministerium schlägt vor, das Abstellen von E-Scootern auf Gehwegen und an einigen anderen Stellen zu verbieten. Zuvor hatten Abgeordnete die Regierung aufgefordert, spezielle Parkplätze für E-Scooter und andere individuelle Verkehrsmittel einzurichten, insbesondere für Anbieter von Kurzzeitmieten. Zudem sollen Kommunen die Befugnis erhalten, solche Parkflächen selbst festzulegen. Neuer Bürgermeister von Irkutsk.
Die Stadtduma von Irkutsk hat den amtierenden Bürgermeister Ruslan Bolotov erneut zum Bürgermeister gewählt. Die Entscheidung wurde auf einer Sitzung des Stadtparlaments getroffen. In Irkutsk wird der Bürgermeister vom Stadtparlament für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt. Die Kandidatenliste wird von einer Auswahlkommission erstellt. Der amtierende Bürgermeister erhielt 34 Stimmen, wobei 24 Stimmen für eine Wahl erforderlich waren. Damit wird er die Stadt für weitere 5 Jahre führen. Man kann allerdings sagen, dass viele Einwohner der Stadt mit seiner Arbeit unzufrieden sind, jedoch keine Möglichkeit haben, ihn direkt zu wählen. Das ist wohl alles für heute, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich hoffe, diese Informationen waren für euch interessant. Ich wünsche euch alles Gute für euren Alltag. Wir sehen uns bald wieder in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal. Auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss.